Eieiei. Stinkt hier so, ey. Es stinkt nach Altmann. Das ist Morten. Ja. Weißt du, was ich gerade mache? Fotos? Video? Oder? Warte, guck mal. Was ist das? Von dir selber? Das ist ein Video. Also, erst einmal moin moin und herzlich willkommen zu dem allerersten Video hier in diesem Format oder was auch immer. Viele von euch haben das gewollt, viele von euch haben dafür abgestimmt, dass ich sowas mal ausprobiere, mich mal daran versuche, und generell wollte ich sowas schon immer mal machen. Da hatte ich ja dann nochmal, als ich auf meiner Reise von West nach Ost war, das längst überfällige FAQ machen, was ich euch ja schon versprochen hatte. Also, let's go. Ich muss mich mal wieder fokussieren. Hätte ich mich besser vorbereitet, dann mal ganz kurz mal die Fragen raussuchen. Ich bin gleich wieder zurück. There we go. Ich habe die Fragen für euch rausgesucht. Ja, Benutzerinfo, der Post ist vom 8. Juni. Dort war ich in Sault Ste. Marie. Meine Reise war schon zu 3/4 irgendwie zu Ende. Und da habe ich dann halt diesen Post hier verfasst. Kann man das irgendwie sehen? Auf jeden Fall habe ich dort gefragt, was für Fragen brennen euch auf der Zunge. Ein paar Kommentare haben wir, hauptsächlich hauptsächlich deutschsprachige Kommentare. Die ersten 2 Fragen kommen vom Murph. Du hast gefragt, was für negative Erlebnisse ich bezüglich meines Hitchhiking hatte. Also erst einmal möchte ich niemanden dazu aufhören, sowas zu machen. Ich hatte bisher in diesen 6.800 und ein paar zarten Kilometern 2 schlechte Erfahrungen gehabt. Ich erzähle mal so ein bisschen. Und die erste war, das war genau zu dem Tag, als ich dieses FAQ gestartet habe, wurde ich in Sault Ste. Marie von einem älteren Gentleman mitgenommen. Auf den ersten Blick sehr, sehr sympathisch und seriös. Er sah halt wie ein älterer Herr aus, ein älterer Gentleman. Eigentlich niemand, der dir an den Kragen wollen würde und es auch irgendwie nicht könnte, wenn es dazu kommen sollen würde. Es war ein sehr nebeliger Morgen in Sault Ste. Marie. Ich bin morgens aufgestanden. Ich habe irgendwo in einem Park geschlafen, irgendwo in einem Busch. Ich habe mein Zelt gar nicht aufgebaut, damit ich nicht auffalle und die Polizei mich nicht unbedingt gleich wieder rausnimmt. War gar nicht so unkomfortabel und gar nicht so schlimm, wie es sich anhörte. Es war relativ warm, wir hatten keinen Regen, es war halt nur relativ neblig. Ich bin morgens dann um 5 Uhr aus dem Gebüsch gesprungen und habe mich dann direkt auf dem Wege gemacht, aus der Stadt herauszukommen. Was immer eine sehr schwierige Angelegenheit ist, wenn man am Hitchhiken ist. Das ist das größte Problem, wenn du dann in einer Stadt strandest, erstmal wieder rauszukommen. Wenn man dann erst einmal in der Stadt gelandet ist und die keinen öffentlichen Verkehrsmittel besitzt oder keinen Bus und Bahn und solches Zeugs, dann ist es immer relativ schwierig, aus der Stadt herauszukommen, denn dann musst du laufen. Ich werde das vielleicht später nochmal einblenden oder wie auch immer. Leute, die mich gesehen haben, Leute, die wissen, mit welchem Rucksack ich losgegangen bin, es ist ein Monster. Es ist ein riesiges Monster und das macht das Ganze einfach relativ schwer. Bei 25 bis 30 Grad mit einem 25 bis 30 Kilo Rucksack auf dem Rücken, im Endeffekt war ich dann immer schon K.O. vom Laufen. Hat aber immer Spaß gemacht. Ich habe es so gut wie immer geschafft. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich dann auf die Straße gestellt, Daumen raus, relativ fix, und 2 Autos auf einmal hielten an. Ich musste mich dann irgendwie entscheiden, das hatte ich noch nie so gehabt, ich war relativ verwirrt, weil eigentlich musste ich immer sehr lange, nicht lange warten, aber länger warten. Das waren nicht mal 5 Minuten, da sind schon 2 Autos auf einmal an die Seite gefahren. So am Vorbeifahren habe ich gesehen, das erste Auto war ein etwas jüngerer Herr. Ich bin dann erstmal zu ihm gelaufen und in dem Moment kam schon das nächste Auto rüber. In dem Auto war ein etwas älterer Gentleman. Einfach nur, weil es in dem Moment einfacher war, weil ich diesen scheiß Rucksack nicht schleppen musste, bin ich dann einfach zu ihm gegangen, habe ans Fenster geklopft, habe danke gesagt, dass er angehalten ist. Dann haben wir ein bisschen geredet. Das mache ich eigentlich immer, bevor ich zu jemandem ins Auto steige. Einfach ein bisschen Smalltalk, ein bisschen auf die Person schauen, wie verhält sie sich persönlich so. Also einfach mal so ein bisschen abchecken. Ne? Man möchte nicht bei jedem Auto steigen. Die ersten 600 Meter waren relativ entspannt. Und dann fragte er mich nach den ersten 15 Minuten, wo wir dann im Auto saßen, ob ich ein Problem damit hätte, ob er schwul sei. Also ich habe relativ alles mögliche kreuz und quer, alles bunte in meinem Freundeskreis und ich habe damit kein Problem. Ich habe mir damit auch nichts weiter gedacht, weil ganz ehrlich, wir leben im 21. Jahrhundert. Jeder kann leben, wie er will. Und dann sind wir weitergefahren. Sault Ste. Marie ist irgendwo im Westen von Ontario und wir sind dann nach Thunder Bay, nee, gar nicht wahr, umgedreht. Von Thunder Bay nach Sault Ste. Marie. Es sind ungefähr 7 Stunden Fahrt gewesen. Kurz vor Mitternacht, es war alles schon dunkel, fragt mich der Herr dann doch, ob es nicht in Ordnung wäre, wenn er mir den Nippel lecken dürfte und ob es nicht vielleicht in Ordnung wäre, wenn er mich so ein bisschen betatschen dürfte und so eine Sache. In leichter Panik verfallen, auch wenn er physisch mir unterlegen war, war ich so ein bisschen überwältigt, dass das auch einem Jungen, einem Kerl wie mir passieren kann.
dass man dann doch sexuell belästigt wird, war dann doch relativ geschockt. Ich habe ihm klar gemacht, dass er besser seine Finger von mir lässt. Ja, das war's dann auch schon. Das waren so ungefähr 10 Kilometer vor Sault Ste. Marie. Ich bin dann nicht aus dem Auto ausgestiegen, weil sobald es dunkel wird, weigere ich mich dann immer, das per Anhalterfahren weiterzumachen. Wenn es dunkel wird, möchte ich nicht so gerne in irgendwelches Auto steigen. Ich glaube, das ist nicht mal das Problem, aber dann wollen Leute dich nicht einsammeln, weil du aussiehst wie so ein Killer mit deinem riesen Rucksack auf dem Rücken. Wahrscheinlich trägst du Körperteile mit hier rum. Hat man da relativ schlechte Karten, wenn man dann nach Sonnenuntergang hitchhiken möchte. Nummer 2 war eigentlich gar nicht so dramatisch. Es war halt einfach nur ärgerlich. So nordwestlich von Toronto wurde ich von Andrew. Er war super nett, wir haben ein super Gespräch gehabt und wir sind gefahren und gefahren und gefahren. So wie das immer so läuft auf dem Trans-Canada Highway. Er hatte mir versichert, dass wir in Ottawa ankommen, von Sudbury nach Ottawa, was eine relativ große Distanz ist. Er hat mich dann mitgenommen, bis 70 Kilometer vor Ottawa, Abend prior. Ja. Er hat mich dann da rausgeschmissen, wieder mitten in der Nacht und mit den Worten, das ist denn jetzt dein Problem, wie du nach Ottawa kommst, weil er keine Unterkunft bekommen hatte. Ich mir aber schon eine gebucht hatte. Hab dann meinen Airbnb-Host angeschrieben. Er war zufälligerweise auch ein Uber-Fahrer. Bin ich dann in ein Motel gegangen, hab mir Wi-Fi besorgt, war total verzweifelt. Hey, hab ein Problem, ich bin hier in Empire, kann heute nicht zum Airbnb kommen. Er meinte dann, jo, kein Ding, sag mir Bescheid, $30 hole ich dich ab. Hat sich dann nachher aber so entpuppt, dass er mich so gerne mochte und dass er diese Fahrt einfach geschenkt hat. Er mir dann noch 2 weitere Nächte in Ottawa angeboten hat, kostenfrei. Relativ coole Situation, relativ cooler Kerl. Hat sich dann doch noch als positiv dargestellt. Nächste Frage. Hast du abgenommen, lieber Kevin, bei der ganzen Lauferei? Ja, zu dem Zeitpunkt ja. Ich bin losgeflogen im Ich glaube, ich habe 87 Kilo auf die Waage gebracht. 90 Kilo. Bin hierher gekommen und habe durch die Lauferei und das ganze Geschwitze und das ganze Tragen und das ganze Arbeiten, ich habe ja auch an der Farm gearbeitet und habe dann einfach rapide so mal eben so 7 Kilo verloren. Ja, die habe ich aber relativ schnell wieder aufgenommen, als ich dann wieder hier in Toronto gelandet bin. Kommen wir einfach mal zur nächsten Frage. Könntest du dir bis jetzt ein Leben in Kanada vorstellen? Also für immer? Ich glaube, da habe ich schon mehrmals drüber gesprochen oder relativ drüber geschrieben. Jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch zu früh, um da ein echtes Statement drüber zu machen. Was mir aber gefällt, ist generell so die Mentalität der Kanadier. Sehr hilfsbereit. Nicht, dass das in Deutschland nicht so wäre, aber hier in Kanada, man muss einfach herkommen und dasselbe irgendwie ein bisschen erfahren. Menschen hier sind einfach anders. Haha, Überraschung. Ja, mir gefällt diese Smalltalk, Willkommenskultur und allem Multikulturellen, was Kanada zu bieten hat und die Landschaften. Da fühle ich mich dann doch eher wohl in der Natur als in Städten wie Toronto. Nicht falsch verstehen. Bis jetzt kann ich mir kein Leben hier vorstellen. Ich will es auch nicht ausschließen, sag niemals nie. Aber zum jetzigen Zeitpunkt bin ich mir nicht sicher, ob Kanada das richtige Land ist. Es sind auch noch andere Fragen dabei, aber die würden halt relativ viel Zeit konsumieren. Das wäre ein eigenes Video. Ich habe irgendwo noch andere Fragen unter irgendwelchen Fotos. Nächste Frage kommt von M. Schönborn. Planst du deine neuen Ziele oder machst du dir einen Plan? Wie sieht dein nächster Plan aus und hast du vor, irgendwo relativ lange irgendwo zu bleiben, um Geld zu verdienen? Das war vor 20 Wochen. Ich weiß, das Video ist relativ spät dran. Pläne machen hat sich einfach nicht bewährt. Also ich hab Pläne gehabt, habe viele Pläne gemacht und dachte immer so, boah jo, da gehst du jetzt lang und machst du so einen Plan und dann gehst du dahin und nächsten Monat bist du hier und dann machst du das da und dann fliegst du nochmal dahin und kaufst du dir noch ein Auto und dann fährst du da nochmal hin und gehst da nochmal arbeiten und am Ende so, jo. Deswegen habe ich das schon relativ früh verworfen. Keine Pläne, aber auf jeden Fall Wünsche, Ziele oder sowas in die Richtung, ja, auf jeden Fall. Sind wir uns doch mal ganz ehrlich. Wenn wir uns Pläne machen, sind wir am Ende relativ enttäuscht, wenn es nicht so kommt, wie wir uns das vorgestellt haben. Ja, ich lebe ein bisschen in den Moment hinein und lasse einfach alles so kommen, wie es kommt. Und ja, besser kann man das, glaube ich, gar nicht sagen. So, das war es erstmal mit dem FAQ. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und ihr wollt sowas in Zukunft öfters sehen, dann lasst doch einfach einen Daumen da, checkt mein Instagram. Die Kamera habe ich in Zukunft immer öfters dabei. Also wenn ihr sowas sehen wollt, einfach irgendeine Form von Feedback ist immer sehr willkommen. Das war das erste Video. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal.